Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal den Lithium-Sektor an, weil es hier einige spannende Entwicklungen gibt, sehr, sehr positive, und wir werden die Aktien besprechen, beziehungsweise ich werde meine Einschätzung geben, warum ich glaube, dass Lithium womöglich auch noch dieses Jahr und vor allem auch nächstes Jahr besser performen könnte als Gold und Silber. All das in diesem Video. Ja, die Lithium-Aktien haben in den letzten Wochen schon eine ganz gute Rallye hingelegt, und tatsächlich, wer meint, dass hier die Rallye auch schon vielleicht zu hoch gelaufen ist, der irrt meines Erachtens, denn die Preise für Lithiumcarbonat sind angezogen, und nach Äußerungen von Ganfeng, heißt die Firma, glaube ich, aus China, einer der größten Lithiumproduzenten der Welt, sollte der Preis sich hier auch noch bis womöglicherweise verdoppeln in der nächsten Zeit. Das heißt, sehr, sehr gute Zeiten für die Lithium-Aktien, und ich habe mich entsprechend nochmal neu positioniert, habe ein paar Aktien zugekauft. Welche genau, das erfahrt ihr gleich. Doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, bevor wir in die einzelnen Aktien reingehen, möchte ich euch mal einen Chart zeigen, und genau das ist der Chart von Lithiumcarbonat. Und wir sehen so ein bisschen, wenn wir auf die Einjahresprognose, auf den Einjahreschart gehen, sehen wir diesen guten Anstieg, den wir ja auch schon entsprechend bei den Lithium-Aktien gesehen haben, diese kleine Rallye. Und tatsächlich, wenn wir mal ein bisschen herauszoomen, dann ist es gar nicht mal so eine große Rallye im Vergleich dazu, was schon mal möglich war. Und tatsächlich, nachdem wir jetzt hier aus dem Tal der Tränen, so scheint das, ausgebrochen sind auch die Ausblicke sehr, sehr positiv geworden, weil eben erwartet wird, dass dieser Lithiumpreis wieder in Richtung von 200.000 Yuan je Tonne steigen dürfte. Also sprich eine Preisverdopplung beim Lithiumcarbonat, und das ist natürlich auch sehr, sehr positiv für die einzelnen Lithium-Aktien, die wir jetzt uns im Einzelnen anschauen. Wir fangen auch gleich mal an mit Albemarle, und Albemarle ist auch eine der Aktien, die ich tatsächlich jetzt nachgekauft habe, hier auf dem aktuellen Niveau, obwohl es so ein bisschen nach Fahnenstange aussieht, aber ich denke, wie gesagt, dadurch, dass der Lithiumpreis Potenzial hat, sich zu verdoppeln in der nächsten Zeit, dass wir hier auch durchaus das gleiche Potenzial bei den Lithium-Aktien haben. Also wenn der Preis entsprechend bei Lithium sich verdoppelt, dann glaube ich auch, dass Albemarle sich gut verdoppeln kann, also wieder in diesem Bereich deutlich über 200 US-Dollar kommen kann. Und das ist dann noch schon eine ziemlich gute Rendite. Und Albemarle hat auch in diesem Bärenmarkt auch entsprechend reagiert. Sie haben die Profitabilität deutlich verbessert. Das sehen wir hier sehr schön an den Kennzahlen, wo der Lithiumpreis ja noch unten war. Haben sie es geschafft, dennoch durch Kostenreduktion entsprechend positive positive Nettogewinnmargen, aber auch positive freie Cashflows wieder zu erzeugen. Sollte sich jetzt auf dieser Basis dieser niedrigen Kosten jetzt der Lithiumpreis wieder stark nach oben bewegen, dann wird Albemarle auch entsprechend stark wieder Geld machen, also Geld einnehmen. Sprich, die Profitabilität wird nochmal deutlich ansteigen und sicherlich dieses Niveau von den Höchstzeiten durchaus erreichen können im Laufe der Zeit, je nachdem wie stark der Lithiumpreis natürlich auch steigt. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber die Tendenzen sehen schon ziemlich gut. Jetzt nehmen wir mal das KGV, ist so ein bisschen schlecht heranzuziehen in der Bewertung. Dann nehmen wir mal das KOV, und hier sehen wir, obwohl natürlich die Aktie jetzt hier schon von diesem niedrigen Niveau bei dem KOV von bis zu 2, wir waren auch schon mal deutlich niedriger, zwischen 1,2 und 2, sind wir jetzt bei knapp 3, und in Bullenmarktzeiten haben wir schon deutlich höhere Bewertungen gesehen. Also auch hier eine Ausweitung der Bewertung im Zuge von positiven Ausblicken ist durchaus noch möglich, und dementsprechend glaube ich auch, dass der positive Trend bei Albemarle auch durchaus noch anhalten dürfte. So, warum steigt es der Lithiumpreis eigentlich? Und dafür gibt es einen signifikanten Grund, und das sind die Stromspeicher. Ja, die werden rund 1/3 der Nachfrage in den nächsten Jahren verschlingen sozusagen. Der Bedarf an Rechenzentren ist ja entsprechend auch angestiegen, und die brauchen natürlich Strom, auch kontinuierliche und sichere Stromversorgung. Und da ist natürlich auch nicht nur für die Rechenzentren, aber auch zum Beispiel für die Stabilisierung der Stromnetze wird auch entsprechend mehr in Speichertechnologie investiert. Und das schlägt sich jetzt eben auch im Lithiumpreis nieder. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Albemarle hier gerade noch am Anfang ist, beziehungsweise in der frühen Phase einer langjährigen Rallye. Und es wird sogar geschätzt, dass wir in 2026 bereits ein Lithiumdefizit
auf der Angebotsseite bekommen, also dass wir zu wenig Lithium im Markt haben, als eigentlich gebraucht wird und nachgefragt wird. Das bedeutet, dass entsprechend die Lithiumpreise auch noch deutlich stärker steigen könnten. Vielleicht sogar, je nachdem wie stark dieses Angebotsdefizit ist, könnte es auch im besten Fall sogar wieder auf die alten Niveaus nach oben kommen und dann dürfte eine Albemarle natürlich auch dementsprechend neue Allzeithochs schreiben. Kommen wir mal zur SQM. SQM auch eine sehr, sehr gute Aktie, die sehr, sehr gut performt hat. Und auch hier haben wir eigentlich eine ganz, noch eine mittlere Bewertung. Tatsächlich, die Aktie ist schon ganz gut gelaufen, aber auch hier wird man natürlich stark profitieren von den Lithiumpreisen. Ich habe hier nachgekauft auf alle Fälle und ich denke auch, dass wir hier im Laufe der Zeit durchaus auch wieder hier diese Allzeithochs von um die $115 erreichen werden. Das ist für mich auch nur eine Frage der Zeit. Also ich denke, mein Kursziel ist das quasi $115 für 2026. Ich glaube es nicht, dass wir noch 2025 da hinaufjagen. Dafür ist es zu kurzfristig, aber in 2026 glaube ich, dass wir hier durchaus Potenzial haben, hier in dem Bereich von $100 dann voranzuschreiten. Bei SQM finde ich auch interessant, beziehungsweise das gab es in der Vergangenheit. Das ist die Dividende und in Zeiten, wo SQM sehr gut verdient, zahlen sie auch eine sehr, sehr gute Dividendenrendite, beziehungsweise eine Dividende je Aktie. Das sehen wir ja hier. 2022 im Hoch hatten wir da über 7 Euro je Aktie und das ist da schon aus dem aktuellen Niveau, wäre das dann hier schon eine Dividendenrendite von 10%. So, das ist jetzt aber Zukunftsmusik, aber das kann man im Hinterkopf behalten, dass eben SQM eine relativ anlegerfreundliche Dividendenpolitik hat. Und gucken wir uns mal die Fundamentalkennzahlen an, dann sehen wir auch so ein bisschen so eine Talbildung. Wir kommen also raus. Natürlich auch mit Hilfe der steigenden Lithiumpreisen, dadurch, dass wir natürlich dann auch höhere Profitabilität wieder erwirtschaften und freie Cashflows, dass dann auch entsprechend wieder die Aktienkurse weiter steigen können und entsprechend auch Umsatzwachstum dann reinkommt in die Aktie. Also SQM ist meines Erachtens natürlich nicht nur einer der größten Player, sondern auch generell einer der bestaufgestelltesten, weil man auch nicht nur vom Lithiumgeschäft abhängig ist, sondern man ist ja ein Mischkonzern, man macht ja auch Chemikalien. Und da denke ich, hat man einen ganz guten Hebel auch zusätzlich auf dem Lithiummarkt. So, gehen wir mal weiter in der Liste der Lithium-Aktien und das ist natürlich auch Standard Lithium. Die haben nochmal Rückendeckung von der US-Regierung bekommen, dass hier quasi das Projekt dann endlich in die Produktion geht. Das dauert aber tatsächlich noch. 2028 habe ich gehört, dass es soweit sein soll. Ist also noch sehr lange hin und viele von euch wissen ja, wie zyklisch der Rohstoffmarkt ist und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir in 28 oder in den nächsten Jahren sicherlich nochmal eine Spitze im Lithiumpreis sehen, aber womöglich dann auch, und ich denke, das ist unweigerlich, dass es so kommen wird, dass wir auch wieder ein Überangebot bekommen. Wann das so ist natürlich sehr weit in der Zukunft, aber dadurch, dass natürlich jetzt Standard Lithium erst in den nächsten Jahren in die Produktion geht, ist das alles schon sehr viel, sehr viel rein interpretiert, beziehungsweise sehr viel vorweggenommen. Lässt aber nicht ausschließen, dass die Aktie weiter steigt. Ich habe hier auf jeden Fall meine Position, nachdem ich sie verkauft hatte, wieder etabliert. Bei ungefähr $3,50 und entsprechend glaube ich auch, dass wir hier wieder in einem Bereich um die $7 in 2026 durchaus ansteigen können, weil eben der allgemeine Lithiummarkt dann, weil die Aktien dann allgemein dann einfach tatsächlich steigen. Und ja, mehr gibt es eigentlich tatsächlich zu Standard Lithium nicht zu sagen, außer dass sie, wie gesagt, hier im Aufwärtstrend sind, positive Zeichen daher und natürlich die politische Rückendeckung in den USA, finde ich, ist sehr, sehr viel wert. Gerade auch im Hinblick auf ein Angebotsdefizit ist es natürlich auch vielleicht dann beschleunigend, was den Produktionsstart angeht für die Mine. Pilbara ist natürlich schon sehr, sehr gut gelaufen und die hat jetzt auch schon einen KUV von 17. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Da gehen wir mal rein, was hier tatsächlich erwartet wird an Umsatz. Und dann sehen wir haben jetzt 2025 einen Umsatz von etwas unter 800 Millionen australische Dollar. Und der soll knapp 40% Pi mal Daumen überschlagen. Steigen, das ist schon ordentlich, klar, aber dementsprechend ist natürlich auch eine hohe Bewertung da. Und da muss ich sagen, ja, Pilbara ist eine gute Aktie, die haben gute Assets, aber sollte es da schlechte Nachrichten geben und Verzögerungen, dann kann diese hohe Bewertung eben auch entsprechend Ballast sein und die Aktie auch heftig nach unten prügeln, um es mal so zu sagen. Tatsächlich würde ich sagen, dadurch, dass wir auch so nah an einem Allzeithoch sind, ist das Chance-Risiko-Verhältnis meines Erachtens gar nicht mal so gut. Wir haben es charttechnisch natürlich hier auf der Oberseite, hier bei Richtung $5,50, diesen historischen Widerstand als Allzeithoch.
durchaus möglich, dass die Aktie im Zuge des Allgemeinmarkts bis dahin steigt, aber da ist natürlich dann entsprechend Widerstand und in Kombination mit einer angesichts schon hohen Bewertung würde ich sagen, dass wir hier dann erstmal abwarten müssen, beziehungsweise vielleicht nur mal eine Teilposition etablieren, wer noch nicht drin ist. Wer die Aktie schon hat, kann sie einfach liegen lassen. Ich denke auch hier, Pilbara wird natürlich auch Rendite machen, aber ich glaube, hier ist noch mal ein Stückchen mehr vorweggenommen als bei Standard Lithium. So, gucken wir mal, Mineral Resources, auch ein relativ großer Player und Produzent. Wir haben jetzt hier ein KUV, was noch relativ moderat ist. Tatsächlich so vom Zahlenwert, KUV von 2 ist es nicht so viel. Wir sind immer, wenn wir mal die Historie betrachten, eigentlich schon im Mittelfeld. Also wir sind, würde ich mal sagen, fair bewertet. Klar, bei höheren Lithiumpreisen, dann nimmt man mehr Geld ein mit der gleichen Menge an Lithium. Das heißt, der Umsatz steigt, das KUV sinkt tendenziell und wir können wieder höhere Aktienbewertungen zulassen. Und auch hier bin ich recht positiv gestimmt, dass wir auch das Allzeithoch in 2026 erreichen. Also durchaus nochmal 100%. Das liegt ungefähr bei 100 australischen Dollar, aktuell sind wir bei 50, also 100% Kursrendite bis 2026 oder in 2026 hinein ist meines Erachtens durchaus realistisch. Gehen wir mal hier auch auf die Prognose. Da sind die Analysten auch so ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten, aber wir sehen auch hier schon mal einen ordentlichen Sprung nach oben beim Umsatz. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und was auch vor allem wichtig ist, dass wir die Profitabilität deutlich ausweiten. Ja, also das ist schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen. Und mich würde es nicht wundern, wenn hier die Analystenschätzungen auch übertroffen werden, je nachdem, wie stark hier dann die Lithiumpreise schlussendlich wirklich steigen. Eine Aktie, die ich auch gekauft habe, ist LiftPower tatsächlich. Ein bisschen spekulativerer Titel, aber sie haben ein ganz gutes Asset, ziemlich gute Grade an Lithium im Gestein und meines Erachtens auch charttechnisch sehr, sehr interessant. Ist gerade so ein bisschen dabei, hier über diesen horizontalen Widerstand auszubrechen und danach geht es tatsächlich so in Richtung Richtung 6 kanadische Dollar. Also auch hier nochmal einiges an Kursrendite möglich. Charttechnisch sehr, sehr interessant. Entsprechend der Ausbruch auch gelungen, sage ich mal. Kleiner Rücksetzer kurzfristig zu erwarten, aber LiftPower ist eines der Aktien, die auch jetzt ein bisschen spekulativer, wie gesagt, sind, aber finde ich, wo man noch einen ganz guten Hebel drauf hat, auch mal ein paar Vielfacher zu haben, also mehr als 100%. Die Marktkapitalisierung ist relativ klein, 190 Millionen kanadische Dollar. Das heißt, natürlich hier entsprechend riskanter, aber natürlich, wenn es alles so aufgeht, kann man hier auch eine entsprechend gute Rendite mitnehmen eventuell. Wie gesagt, keine Anlageberatung, das sind so die Aktien, also LiftPower, SQM habe ich nachgekauft, Albemarle habe ich neu reingekauft, Standard Lithium habe ich wieder reingekauft, also ich habe mich schon ganz gut positioniert wieder am Lithiummarkt, weil ich glaube, dass es tatsächlich ganz gute Chancen hat, hier den Markt out zu performen. Gucken wir noch ganz kurz auf Rocktech Lithium. Ja, die Aktie macht mehr oder weniger gar nichts. Hier muss einfach das Projekt weiter vorangehen, ja, das dauert ja auch noch eine gewisse Zeit. Sicherlich noch mehr, also noch eine noch riskantere Aktie tatsächlich, weil auch hier es immer noch scheitern kann, sage ich mal, an Finanzierungsbedarf. Es muss sicherlich noch Geld eingeholt werden. Aber sollte es tatsächlich so klappen wie gedacht, dann kann sich die Aktie meines Erachtens auch über die nächsten Jahre dann erholen und deutlich höhere Kurse erreichen. Aber da muss noch viel passieren, da kann noch viel schief gehen. Wie gesagt, ist sehr riskant und da würde ich auch definitiv nur Geld reinstecken, was man auch komplett, also bereit ist, komplett zu verlieren. So, damit würde ich auch sagen, sind wir auch am Ende des Videos. Ein kleines, schnelles Video über den Lithiummarkt. Wie gesagt, ich finde den Markt sehr, sehr interessant aktuell und angesichts der prognostizierten Steigerungen im Lithiumpreis glaube ich auch, dass wir hier gerade erst am Anfang sind, hier bei den Lithiumaktien eine ganz gute Performance zu erreichen und gerade, wie gesagt, auch erwarte ich mir hier mehr Rendite als jetzt zum Beispiel bei Gold und Silber. Gold und Silber ist ja schon sehr, sehr gut gelaufen und ist einfach mal reif für ein bisschen eine Korrektur, Seitwärtsphase, wo nicht viel passiert. Und ich glaube, dass Lithium einfach jetzt so ein bisschen Nachholeffekte hat, beziehungsweise einfach jetzt gerade interessanter ist auf dem aktuellen Niveau. So, das war's von meiner Seite. Viel Erfolg und alles Gute bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.